Letzte Nacht hatte ich eine Stunde Zeit zum Zocken. Über 1000 Spiele. Und am Ende habe ich gar nichts gespielt. Diese Frustration, die wir alle kennen, ist keine Faulheit. Sie ist ein psychologischer Zustand, der von Algorithmen und modernen Spielen ausgelöst wird. Aber ich habe mich in den letzten Monaten intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, um einfache, umsetzbare Lösungen zu finden, die uns unsere Gaming-Leidenschaft zurückgeben. Und in diesem Video verrate ich dir, wie auch du wieder anfangen kannst, ausgelassen zu zocken. Versprochen. Als Kind war ich besessen von Videospielen. Was für eine unvergessliche Zeit, als ich meinen ersten Gameboy mit Pokémon Rot und Blau bekam und er für Monate mit meinen Händen verschmolz. Als ich gegen meine Freunde antrat, um die meisten Kills in einer Runde Counter-Strike anzuhäufen. Oder gegen meine Familie in Wii Sports und auf dem Balance Board. Als ich viel zu viel Zeit damit verbrachte, mein YouTube-Logo in Wolkenkratzerhöhe im Survival-Modus von Minecraft nachzubauen. Oder alle Geheimnisse von San Andreas aufzudecken. Es war das Größte, sich in all diesen verschiedenen Welten zu verlieren und mit jedem verstreichenden Jahr mit mehr von ihnen in Berührung zu kommen. Immer von der glorreichen Zeit träumend, wenn man endlich erwachsen war und sich den besseren PC leisten konnte, die verpasste Konsole und all die Spiele, die man wollte. Ich wurde also älter und dieser Traum nahm Form an. Dummerweise eine andere Form als erträumt. Denn mit diesem angehäuften, unendlichen Multiversum von potenzieller Erfüllung begann auch meine Motivation abzunehmen, diese neuen Welten überhaupt kennenzulernen. Ich hatte mich verändert, hatte andere Aufgaben und Prioritäten und versuchte doch die ganze Zeit wieder diese glorreiche, beste Kindheitszeit weiterzuleben, in der man Spiele einfach gefühlt hat. Du kommst von der Arbeit nach einem langen Tag nach Hause, hast dich die ganze Zeit darauf gefreut, mit dem Controller in der Hand endlich abschalten zu können. Doch die 1 bis 2 verbleibenden Stunden der frühen Nacht werden letztlich damit verbracht, wie ein Zombie ins Spieleregal zu starren, die Spielebibliotheken durchzuscrollen oder wieder einmal den Pile of Shame aufzutürmen. So viele ungespielte Games. Doch welches davon ist es wirklich wert, damit deine kostbare 1 Stunde zu füllen, mit der du deine Batterien für einen weiteren Arbeitstag aufladen möchtest? Ehe du dich versiehst, ist die Stunde verstrichen und du erwischst dich statt mit dem Controller mit dem Handy oder der Fernbedienung in der Hand und bist sauer, dass dein Vorsatz der Abendgestaltung wieder einmal im Sand verlaufen ist und du dich letztlich noch weiter gestresst hast, anstatt dich zu entspannen. Was zu einem Morgen führt, an dem du noch verärgerter bist, weil du deine kostbare Freizeit vollkommen verschwendet hast und jetzt wieder zur Arbeit musst. Die neueste Hardware steht bereit. Eine bodenlose Softwaresammlung. Warum also machen Videospiele keinen Spaß mehr? Warum musst du dich buchstäblich dazu zwingen, sie zu spielen? Warum installierst du Spiele, nur um sie irgendwann wieder ungespielt zu deinstallieren? Warum ist diese unumstößliche Liebe für etwas aus deinen Kindheits- und Jugendtagen einfach verpufft, so dass wir ihr ständig hinterher trauern müssen? Warum sollten wir uns eigentlich damit abfinden? Wir sind die intelligenteste Lebensform auf diesem Planeten. Zumindest einige von uns. Unmöglich, dass es keine Lösung gibt, uns wieder umzupolen und diese unbändige Leidenschaft für Videospiele neu zu entfachen. Ganz wie damals, als wir uns Spiele im Laden oder der Videothek anhand des Titels und des Covers ausgesucht haben und uns überraschen ließen. Als wir uns das PlayStation-Magazin kauften, um die Demo-Discs darin rauf und runter zu spielen, obwohl es immer dieselben Level waren. Lag es vielleicht an den Spielen? An Games ohne Season Pass, DLCs, Mikrotransaktionen, Vorbestellerboni und Early Access? An Studios mit leidenschaftlichen Gamern auf jeder Ebene, anstatt einer ganzen Führungsriege aus profitorientierten Managern, die auf bewährt anstatt innovativ setzen? Die eine große Marke bis zur Vertrocknung ausmelken, anstatt viele verschiedene Eisen im Feuer zu haben? Aber hat es nicht auch etwas Positives, dass sich die simplen, teils sehr primitiven Spiele von früher mit der Technik weiterentwickelt haben, komplexer, immersiver und tiefgründiger geworden sind? Ausnahmen bestätigen die Regel. I just move shit.
with my freaking mind! Liegt es also letztlich doch daran, dass wir uns verändern, andere Interessen und Verantwortung haben? Als Kind waren meine einzigen Verpflichtungen, die Hausaufgaben zu machen, pünktlich zum A-Team zu Hause zu sein und mich für das geplante Clan-Match rechtzeitig ins Internet einzuwählen. Und dieses Kind in mir kämpft nun ständig mit meinem Mit-30er-Ich, weil es das nächste gewaltige Rollenspiel anfangen möchte, während der Erwachsene realistisch bleiben muss, weil die angesetzten 80 Stunden ihn einschüchtern und er wahrscheinlich nicht einmal den Introfilm am Stück schaffen wird. Was ist es also? Hab ich nicht genug Zeit? Bin ich zu alt? Haben sich meine Interessen zu sehr gewandelt? Sind Videospiele so viel schlechter geworden? Sind sie gewissermaßen vielleicht sogar zu gut für mich geworden? Ist es alles zusammen? Aber was ist die eigentliche Ursache dafür? Gleich werde ich dir verraten, welche 3 psychologischen Faktoren dich sabotieren, wie du mit der 2-Minuten-Regel jede Hürde überwindest und am Ende werde ich dir eine simple Methode zeigen, die dich aus dem Pile of Shame-Strudel befreit. Die Psychologie. Findet man sich mit einer zu großen Auswahlmöglichkeit wieder, stellten klügere Leute als ich fest, dass die menschliche Psyche überlädt. Es ist uns nicht mehr möglich, eine Entscheidung zu treffen, die sogenannte Paralyse durch Analyse trifft ein. Konfrontiert mit einer mehrere Dutzend oder gar hunderte Spiele umfassenden Bibliothek ist der entstehende Druck überwältigend. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass Gaming dir keine Freude mehr bereitet oder du dem Hobby entwachsen bist. 3 Prozesse im Hirn haben auf diesem Umstand den größten Einfluss. Wie wir den Aufwand einschätzen, was für Emotionen wir auf uns zukommen sehen und wie wir mit Reibungspunkten umgehen, speziell nach einem langen Tag. Der Schlüssel für unser Problem ist also zu verstehen, wie diese Prozesse arbeiten und wie sie unser Verhalten beeinflussen, sodass wir beginnen können, sie zu überschreiben. Nach einem ganzen Tag voller mentaler Belastung durch diverse anstrengende Aufgaben, dem Hin- und Herspringen zwischen unterschiedlichen Themen, unweigerlichen Ablenkungen und dem Arbeiten des Erinnerungszentrums auf Hochtouren, beginnt dein Hirn ganz subtil seine Strategie beim Entscheidungstreffen zu ändern. Das wurde erst 2022 durch französische Forscher mit 2 Testgruppen geprüft. Die Gruppe mit der anspruchsvolleren mentalen Arbeit begann sich über den Tag hinweg zunehmend für kleinere, einfachere Belohnungen zu begeistern, anstatt auf die größeren zu warten, die ihnen für später angeboten wurden. Das Hirn, reagierend auf die konstante Belastung, lenkte kurzerhand die Bedürfnisse seines Menschen zum Weg des geringsten Widerstandes um. Wie YouTuber Mark Maxwell es so schön formuliert, das Hirn schaltet wie am Handy auf Energiesparen. Das ändert nichts an der maximalen Kapazität der Batterie, verteilt aber die Prioritäten um, für die sie genutzt wird. Beim Hirn wird dieser Modus nach einem langen, anstrengenden Tag aktiviert und reagiert sehr sensibel auf alle Handlungen, die weitere Energie erfordern. Wohingegen mühelos erscheinende Tätigkeiten attraktiver werden. So gewinnen Social Media und Netflix häufig gegen das noch so simple Starten eines Videospiels, weil dein Hirn bereits berechnet hat, wie viel Aufwand es kosten würde, den Punkt zu erreichen, ab dem wir das Spiel genießen würden. Dadurch, dass unsere Leben inzwischen derart von Algorithmen bestimmt sind, haben sich auch unsere Hirnwindungen angepasst und entlassen nun Dopamin, wenn wir nach etwas suchen, nicht zwingend, wenn wir es finden. Denn jedes Mal, egal ob bei einem Spiel, Video, Film oder sogar einem Date, sind wir davon überzeugt, dass die nächste Option die perfekte sein wird. Darum setzen wir uns auch nie vollumfänglich mit der Gegenwart auseinander und empfinden es zunehmend schwerer, Zufriedenheit zu empfinden. Algorithmen nehmen uns die Sorge, etwas Schlechtes auszuwählen, indem sie die Entscheidung für uns treffen. Auch die Vorfreude ist ein facettenreiches Konstrukt. Oftmals hilft es dir auf der Arbeit, dich in Tagträumen zu verlieren, darüber, wie du abends diese Mission in The Witcher 3 erledigst oder endlich die gekaufte Switch 2 ausprobierst. Was passiert aber, wenn dieses erträumte Bild fehlerhaft ist und nichts weiter als eine Lüge anstelle einer wahrscheinlichen Darstellung der Zukunft? Psychologen nennen das Fehler bei der affektiven Prognose. Ich nenne es den heimlichen Killer unserer Gaming-Entscheidungen. Sei es der unangetastete Pile of Shame oder die Enttäuschung infolge eines Hypes.
Nicht nur schätzt du falsch ein, wie du dich fühlen wirst, sondern auch wie lange die Emotionen anhalten und wie stark sie sind. Unzufrieden auf der Arbeit zu hocken und sich zu wünschen, jetzt in diesem Moment zocken zu können, ist ein völlig anderes Mindset, als wenn man dann abends nach Hause kommt. Dennoch projiziert das Hirn diese gefühlstechnische Momentaufnahme unverändert in die Zukunft. Es bezieht nicht mit ein, wie viel sich in den ganzen Stunden dazwischen noch ändern kann. So entsteht also eine Überschätzung der abendlichen Motivation, die sich mit der Vorstellung beißt, jetzt noch die Konsole anzuwerfen. Wenn ich heute meine VR-Brille im Regal stehen sehe, denke ich mir häufig, dass es mal wieder geil wäre, in die virtuelle Realität abzutauchen, den Schaumstoff bei Beat Saber durchzuschwitzen oder mich endlich mal an Resident Evil in der wahren Ego-Perspektive heranzutrauen. Doch die Brille muss aus dem Regal geholt, an die Konsole angeschlossen werden, dann muss man wahrscheinlich noch das eine oder andere für die ungestörte Bewegungssteuerung aus dem Weg räumen und höchstwahrscheinlich auch das System noch einmal kalibrieren. Ob es nun 60 Sekunden oder insgesamt 3 Minuten dauert, ist es so gut wie immer ein viel zu großer Reibungspunkt, der mich ausweichen lässt. Mein Hirn hat eine unsichtbare Barriere zwischen mir und der VR-Brille errichtet. Eine von vielen, gegen die wir ständig in unserem Alltag prallen. Um sie zu überwinden, benötigen wir sogenannte Aktivierungsenergie. Zum Beispiel, wenn sich das Spiel, das wir starten wollen, in den Download eines 20 GB Patches verabschiedet. Entweder durchbrichst du nun diese Wand mit deiner Willenskraft, oder du gestaltest deinen Tag und deine Umgebung so, dass sich möglichst wenige solcher Mauern überhaupt errichten können. Lösungsansätze. Um besagte unsichtbare Barrieren zu minimieren, solltest du dein Umfeld analysieren und gegebenenfalls umgestalten. Denn genau wie Barrieren dich von deinen Games fernhalten, können taktisch platzierte Reize dich auch zu ihnen hinziehen. Am einfachsten ist die Entfernung des Reibungspunktes Spielstart. Lass die Hardware nach Möglichkeit aufgebaut, den Controller griffbereit und die Software aktiv. Moderne Konsolen bieten das Quick Resume Feature, das dich mitten ins Spiel zurückwirft, genau dort, wo du aufgehört hast. Ganz ohne Spielstart, Menünavigation und Ladezeiten. Selbst wenn wir hier nur über ein paar Sekunden Unterschied reden, kann das bereits den Unterschied machen. Bonuspunkte gibt es, wenn du deinen Spielstand inmitten von einer Actionsequenz pausierst, sodass du direkt mit den spaßigen Parts wieder einsteigen kannst. Ablenkungen zu vermeiden ist fast noch wichtiger. Stell dein Handy auf lautlos und lass es in einem anderen Zimmer, sodass der Arbeitsaufwand, es zu holen, den des Spielstartens noch übersteigt. Wenn bei dir eher der Fernseher das Problem ist, ziehe in Erwägung, die Konsolen an deinem PC-Monitor anzuschließen, um zu vermeiden, versehentlich eine Serie zu gucken. Die klare Trennung von TV und Couch sowie Zocken und Schreibtisch ist psychologisch hilfreich, sofern du dein Schreibtisch-Setup bequem genug dafür einrichten kannst. Für mich persönlich geht bequem auch mit gesund einher und bekanntermaßen ist ein Mix aus Stehen und Sitzen die beste Kombination für deine Gesundheit. Um die Vorteile von beidem zu nutzen, habe ich mich beim Einrichten meines Büros für dieses Setup mit Steh- und klassischem Schreibtisch entschieden. Allerdings sind beide fest, sprich mein Videoschnitt findet ausschließlich im Stehen statt, Skripten oder Bildbearbeitung nur im Sitzen. Trotz aller Planung also immer noch nicht die perfekte Lösung. Die gibt es aber. Der i7 Pro von FlexiSpot ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch, der genauso bei dir eintrifft, wie du ihn brauchst. Verfügbar in 3 verschiedenen Gestellfarben und Größen, kannst du aus einer breiten Auswahl die Tischplatte auswählen, die am besten in dein Zimmer passt. Alles ist hervorragend verarbeitet, stabil und dabei noch ziemlich einfach zusammenzubauen. Die Höhenverstellung ist sogar so leistungsstark, dass du sie als Hebebühne nutzen kannst, um dein Zeug vom Schrank zu holen. Die tischeigenen Kabel werden einfach mit dieser magnetischen Abdeckung versteckt und für die eigenen Kabel gibt es noch einen passenden Kabelkanal. Und wenn das Stehen letztlich zu anstrengend wird, hat FlexiSpot mit dem ergonomischen C7-Stuhl auch die ideale Lösung dafür. Nichts wackelt und doch ist wirklich alles verstellbar, um die ideale Sitzposition einzurichten. Die Lendenwirbelstütze ist der absolute Gamechanger. Hier merke ich Rückenschmerzen immer als erstes und das kleine Teil hilft enorm bei der Entlastung. Die Kopfstütze kommt zum Einsatz, wenn es Zeit für ein Päuschen ist und du dich zurücklehnen möchtest.
Flexispot hat für ihre schnell gelieferte Qualität faire Preise, zum 9-jährigen Jubiläum nun aber fette Rabatte, zum Beispiel auf diese ideale Kombination. Wirf einen Blick auf dein potenzielles Setup-Update, Link ist in der Videobeschreibung. Wenn dein abendliches Ich nun nicht mit deiner Tagtraumplanung übereinstimmt, bleibt dir nichts anderes übrig, als dich damit abzufinden. Du weißt nun, dass auf deine Zukunftsvision nicht mehr Verlass ist als auf die von Jahrmarktsgundula. Also gestehe dir ehrlich ein, dass du dich später wahrscheinlich nicht so gut fühlen wirst, wie du es dir ausmalst. Und dass das okay ist. Diese Akzeptanz wird die Schuld und Frustration aushebeln, die abends zusammen mit der Lustlosigkeit aufgekommen wären. Von dieser neutraleren Emotion aus ist es nun deine Aufgabe, dich mit einem persönlichen Gaming-Ritual in Stimmung zu bringen. Ein paar kleine Handlungen sollen dich nun von deinem aktuellen Mindset ins Spiel locken und hier hast du vollkommen freie Wahl, solange die Handlungen wirklich klein und schnell sind. Mach ein Set Sportübungen, hör dir deinen liebsten Song eines Soundtracks an. Sag Alexa, sie soll die LEDs aktivieren. Ich kann keine Gruppe oder kein Gerät mit dem Namen LEDs finden. Mach ein Bier auf, kraul deinen Kater hinter den Ohren und pflanz dich hin. Wenn auch das noch nicht reicht, um deine Finger kribbelig nach dem Controller greifen zu lassen, kannst du dich an der 2-Minuten-Regel versuchen. Schnapp dir eine Stoppuhr und widme 2 Minuten deines Lebens der gewünschten Aktivität, in unserem Fall das Zocken. Diese Technik wurde entwickelt, um die Aktivierungsenergie zu minimieren und in 9 von 10 Fällen wirst du nach Ablaufen der 120 Sekunden weiterspielen, denn nur aller Anfang ist schwer. Hier realisiert dann auch dein Hirn, dass gar nicht so viel Energie nötig ist, wie befürchtet, und der Widerstand löst sich auf. Natürlich kann auch die Spielewahl großen Einfluss haben, weil die zu durchbrechende Wand bei einem zeitfressenden Rollenspiel oder Open-World-Abenteuer signifikant dicker ist. Vielleicht sogar so dick, dass selbst die 2-Minuten-Regel versagt. Für solche hartnäckigen Tage ist es hilfreich, simple Rotationsspiele im Petto zu haben, in die du schnell reinkommst und die wirklich wenig mentale Energie fressen. Vampire Survivors, Plants vs. Zombies, Stardew Valley. Games aus dem Regal zu ziehen, mit denen man bereits vertraut ist immer ein guter Ansatz. Schließlich fragt man sich bei jedem neuen Spiel berechtigterweise, ob es auch nur ein Anspielen überhaupt wert ist, und während man noch darüber nachgrübelt, scrollt man schon die nächste halbe Stunde durch Netflix mit demselben Problem. Auf etwas zurückzugreifen, bei dem man bereits weiß, dass die Leidenschaft da ist oder zumindest mal war, senkt die Starthürde, und um nicht das Gefühl zu bekommen, dass man seine Zeit mit etwas verschwendet, was man bereits kennt und durchgespielt hat, kann man ja ein wenig Abwechslung reinbringen. Wähl nicht nur das Spiel aus, sondern auch gleich eine Herausforderung, die du dir darin stellst. Nutze nur eine bestimmte Waffe, wähle nur die fiesen Dialogoptionen, probiere einen neuen Schwierigkeitsgrad aus, verzichte auf eine gegebene Gameplay-Funktion, schlage deine Speedrun-Bestzeit oder verzichte auf Rennen und Schnellreise. Sich auf die eine oder andere Weise herauszufordern, kann auch die Motivation entflammen lassen. Dich bei der Spieleauswahl aber unter Druck zu setzen, macht überhaupt keinen Sinn. Du hast die Zeit, du möchtest etwas spielen, dann mach's auch. Wirf einfach irgendetwas ein. Es gibt keine falsche Entscheidung. Wahrscheinlich wirst du so nicht das absolut perfekte Spiel treffen und vielleicht hätte ein anderes dich in deiner freien Stunde besser unterhalten. Aber am Ende des Tages kommt es darauf an, dass du abschalten und deine Batterien wieder aufladen konntest und dass du geschafft hast, was du dir vorgenommen hast. Selbst wenn sich das Spiel als No-Go entpuppt und du abbrechen musst, um doch wieder zu YouTube zu wechseln. Du machst das gut! Sei ruhig netter zu dir selbst. Wenn dich die Gestaltung deiner Stunde Freizeit so sehr unter Druck setzt, hast du wahrscheinlich schon genug Stress in deinem restlichen Leben und solltest nur an dein Wohlergehen denken. Wenn du dich damit gut fühlst, ein altes Spiel zum 10. Mal zu zocken, dann vertreib sämtliche Gedanken darüber, dass das Zeitverschwendung sei, und verlier dich ruhig in dem, was du liebst. Anstatt Dutzende Stunden der Zuneigung für ein anderes Spiel hinterherzurennen, die bei dir nicht einsetzen will.
obwohl doch gefühlt die gesamte Welt es so sehr liebt und du eigentlich dazugehören möchtest. Das ist eine andere Form von Druck, die zu nichts Positivem führen kann. Kommst du beim Scrollen derweil zu keiner Entscheidung, kannst du dir auch hier das Leben mit einer selbst auferlegten Regel vereinfachen. Gehe deinen Pile of Shame in alphabetischer Reihenfolge an oder lass dich willkürlich von einer Thematik inspirieren. Mr. Beasts Team Water Aktion hat mich zum Beispiel dazu bewegt, sämtliche PS1 Games herauszusuchen, die unter Wasser spielen. Das war ein spannender Twist, der wirklich Spaß gemacht hat. Die Spannung ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, weil die dünn bemessene Freizeit dich dazu verleitet, Spiele so effizient wie möglich spielen zu wollen. Bevor das Spiel überhaupt installiert ist, schlägst du bereits im Internet nach, welches die beste Rüstung ist und wo man sie bekommt, welche Dialogoptionen zum guten Ende führen, wie man Rätsel löst oder Bosse besiegt. Vielleicht gibt es auch einen Trick, um möglichst schnell Geld farmen zu können. Dann bist du im Spiel und ehe du dich versiehst, überspringst du auch schon im Namen der Zeiteffizienz Dialoge, ignorierst geschriebene Notizen und Tagebucheinträge und verzichtest damit auf das wichtige Worldbuilding und die damit einhergehende Immersion und Atmosphäre. Vielleicht installierst du auch direkt Mods, die das ganze Spiel umkrempeln. Nicht zu vergessen, dass du dabei wahrscheinlich auch unweigerlich über Reviews stolpern wirst, die dich auf negative Aspekte hinweisen, die dir selbst gar nicht aufgefallen wären, die du nun aber natürlich nicht mehr aus dem Kopf bekommst. Gehen wir nochmal zu der anfänglichen Erinnerung zurück und wie sehr wir diese unschuldige Spielerfahrung als Kind vermissen. So unschuldig ein Amoklauf im Vice City Einkaufscenter auch gewesen sein mag. Was hast du damals gemacht, wenn ein Rätsel dich in die Knie gezwungen hat? Du hast eine Stunde lang ausprobiert, dir über Nacht den Kopf zerbrochen, dich mit Freunden ausgetauscht und dann hast du es rausgefunden. Und was für ein Erfolgserlebnis das war. Als hättest du beim 30. Versuch endlich diesen verdammten Dark Souls Boss besiegt. Ein Erlebnis, das ausbleibt und eine ganze, wahrscheinlich liebevoll entworfene Spielpassage trivialisiert, wenn du nach 2 Minuten bereits nach der Lösung googelst. Früher hattest du keine Wahl. Du musstest mit den Dialogoptionen und den daraus erwachsenen Konsequenzen leben. Du musstest den hartnäckigen Boss so lange studieren und dir die Zähne an ihm ausbeißen, bis du den Dreh raus hattest. Keine optimalen Builds, keine Ratgeber oder Walkthroughs, nur die wahre, ehrliche Art des Videospielens. Probier's mal aus und gehe bei deinem nächsten Spiel mit der festen Einstellung heran, während des ersten Durchlaufs absolut nichts nachzuschauen. Alles einfach nur zu genießen und die verdienten Siege über Bosse und Rätsel vollumfänglich auf dich wirken zu lassen. Genauso wie die Entwickler das Spiel für dich entworfen haben. Zugegeben, ein Punkt, bei dem ich mich gerade auch bei älteren Spielen noch schwer tue, wenn das Spiel nicht klar genug ausdrückt, was und vor allem wo es zu tun ist. Niemand sollte seine Zeit damit verschwenden müssen, ziellos über Stunden hin und her durch die Level zu rennen. Am besten noch mit nervigen Zufallskämpfen in einem JRPG. Es gibt also sicherlich Ausnahmen, die man sich eingestehen darf. Aber in erster Instanz sollte man es immer aus eigener Kraft heraus versuchen. Du solltest nicht unterschätzen, wie viel Spaß Trial and Error macht und wie viel Spielfreude genommen wird, wenn du systematisch eine Liste abarbeitest, um möglichst schnell mit der besten Ausrüstung jeden Gegner mit einem Schlag zu erledigen. Nuzlocke-Challenges in Pokémon-Spielen sind nicht umsonst so populär. Die eigens auferlegten Regeln machen ein Kinderspiel tatsächlich herausfordernd, machen dich neugierig, ob du es tatsächlich schaffst und durchhältst und verleihen dem Spiel ein völlig neues Immersionspotenzial. Gott, bangt man um seine digitalen Freunde, wenn jeder kritische Treffer bedeuten könnte, dass man sie nie wieder sieht. Wie weit kommst du in Super Mario, ohne eine Münze aufzusammeln? In Crash Bandicoot, ohne eine Kiste zu zerstören? Oder in Donkey Kong, ohne zu springen? Du erlebst ein auswendig gelerntes Spiel noch einmal völlig neu. Was einfach war, ist plötzlich wirklich knifflig und die neue Perspektive vertieft, was du dachtest, über die Spielmechaniken und das Leveldesign zu wissen. Es muss aber natürlich keine fiktive Herausforderung sein. Ein in wenige Worte zu fassendes Ziel reicht schon. Heute beende ich diese Welt oder besiege diesen verdammten Boss. Schließe endlich mein Bauprojekt ab oder werde Erster auf dieser einen Rennstrecke. Weil der Gedanke, einfach nur ein Spiel zu spielen, manchmal nicht ausreicht, um dein Feuer zu entfachen.
Die Ziele im Spiel greifbarer und spezifischer zu machen, sorgt für einen größeren Fokus und senkt die Chance, von dem Bevorstehenden erdrückt zu werden. Genauso wie der Fokus kann auch die Stimmung helfen und die ist beeinflussbar. Wir kennen es ja alle, wenn man von der Arbeit heimkommt und dann wahrscheinlich noch die anderen mühsamen Aufgaben des Lebens auf einen warten, ist die Stimmung eher nahe dem Tiefpunkt und wirkt sich unweigerlich auch auf alles aus, das man sich vornimmt. Also musst du aus dieser Stimmung ausbrechen und ganz esoterisch ausgedrückt zur Ruhe und zu dir finden. Deutlich einfacher als sich selbst zu beeinflussen, ist es aber, seine Umgebung ein wenig zu manipulieren. Menschen sind Gewohnheitstiere, also mach es zu einem festen Ritual, deine geplante Gaming-Session so gemütlich wie möglich zu gestalten. Schlüpf in was Bequemes, bereite deine Lieblingssnacks vor und lass den Prozess schon mal mit einer Best-of-Auswahl des Spiele-Soundtracks begleiten, um dich aufzuputschen. So viele Belohnungen zusammenzupacken und ein ultimatives Gemütlichkeits- und Entspannungsumfeld zu schaffen, anstatt sich einfach nur hinzuhocken und für 1 bis 2 Stündchen irgendetwas zu zocken, bewirkt Wunder bei Motivation und Vorfreude. Wenn du es schon machst, dann mach's auch richtig. Leg dir eben nicht nur dein Spiel zurecht, plane auch, was du essen, trinken und tragen möchtest. Wie bei einem Date, nur eben mit dir selbst. Was freudig gemeint war, aber irgendwie traurig klingt, wenn ich so drüber nachdenke. Ist es aber wirklich nicht, ehrlich. Dein Ritual muss ja auch nicht zwangsläufig nur dich umfassen, sondern kann auch Freunde und Familie einbeziehen, die Lust haben, so einen Videospieleabend gebührend mit dir zusammen zu zelebrieren. Ein anderer Punkt, der anders schmerzt, wenn ich darüber nachdenke, ist das Aussterben meiner Gaming-Freunde. Während in der Schule noch jeder gezockt hat und wir uns regelmäßig getroffen haben, um uns in Super Smash Bros. Zu verprügeln, die Story von Timesplitters zu erleben oder LAN-Partys mit Counter-Strike, Call of Duty, Command & Conquer und Serious Sam zu schmeißen, ist die Zeit verstrichen. Von den meisten dieser Kinder, mit denen du damals so viel gelacht und geflucht hast, weißt du nicht einmal, ob sie noch leben. Und die von ihnen, die du auch heute noch zu deinen Freunden zählst, haben den Controller vielleicht schon vor Jahrzehnten beiseite gelegt und nutzen ihre Maus nur noch, um Excel und Outlook zu bedienen. Neue Freundschaften zu schließen kann ein noch erdrückenderer Gedanke sein, als sich für ein Videospiel zu entscheiden. Ich bin selber kein Aushängeschild für ein offenes Sozialleben und kenne das. Nichtsdestotrotz ist der Mensch nicht nur ein Gewohnheitstier, sondern eben auch an und für sich ein soziales Wesen, das wissenschaftlich bewiesen ohne Beziehung zu anderen lebensunfähig ist. Auch wenn du dich jetzt vielleicht versuchen fühlst, den Akademikern das Gegenteil zu beweisen, kann es sich durchaus auszahlen, auf die Suche nach Gleichgesinnten zu gehen. Das Internet bietet eine erschlagende Verzweigung an Möglichkeiten, gleichzeitig aber auch irgendwo den genau richtigen Kanal für genau die Leute, die du suchst. Seien es Discord-Kanäle oder Foren zu bestimmten Spielen mit „Ich suche nach einer Gruppe" Bereichen. Lass einen Post da oder antworte auf einen bestehenden und wenn sich jemand meldet, der dir nicht unsympathisch erscheint, spring über deinen Schatten und zwing dich notfalls in eine gemeinsame Spielsession hinein. Im schlimmsten Fall hast du es versucht und bist immerhin zum Zocken gekommen. Im Bestfall hast du einen Heidenspaß über Stunden hinweg und einen neuen Freund gefunden, der für kommende Abende eine bessere Motivation sein kann als jedes Gemütlichkeitsritual. Auf den ersten Blick alles andere als gemütlich ist eine Umstellung deines Tagesrhythmus. Ich habe es das erste Mal mit 35 Jahren gemerkt, dass abends bei mir einfach die Luft raus war. Ich war nur noch müde und lustlos und habe weder etwas Produktives zustande gebracht, noch den Controller in die Hand genommen. Da ich also ohnehin nichts Sinnvolles getan habe, begann ich eher ins Bett zu gehen und dafür früher aufzustehen. Mein Tag beginnt inzwischen um 5 Uhr morgens, 2 Stunden bevor Kind und Frau aufwachen. Und das ist meine produktivste Zeit des Tages. Hier passt alles rein, zu dem ich sonst nicht komme oder zu dem mir abends die Energie fehlt. Als Content Creator kann ich mich noch für einen weiteren Tipp verbürgen, der aber natürlich nicht jeden ansprechen wird. Livestreaming. Wenn du das Videospielen live im Internet zu deinem Hobby machst, hilft das enorm beim Ausprobieren neuer Spiele und vor allem beim Dranbleiben bereits Begonnener. Entweder du hast Leute im Chat, die dich dabei begleiten, oder du wirst alleine durch den Gedanken gepusht, dass jemand zuschauen könnte. So fühlt es sich auch endlich nicht mehr so merkwürdig an, laut zu fluchen oder Dinge zu kommentieren, die niemand außer dir und deiner Katze hört.
Ach, jetzt führt der Mensch schon wieder Selbstgespräche. Im Gegensatz zum Erstellen von YouTube-Videos wie Let's Plays oder Reviews ist Livestreaming auch mit deutlich weniger Aufwand verbunden und bietet eine super Gelegenheit, es einfach mal auszuprobieren. Und der letzte Tipp mag paradox klingen, da du ja eh schon wenig Zeit hast und gefühlt viel zu wenig davon mit Zocken verbringst, aber was auch hervorragend bei deiner Motivation hilft, sind Pausen. Nicht vom Gaming, sondern von allem. Wenn du dich wieder einmal nicht überwinden kannst, etwas zu tun, such dir einen ruhigen Ort und tue nichts. Kein Internet, kein Fernsehen, keine Musik, keine Zeitung. Mach's dir bequem und lass die Langeweile einsetzen. Ein gelangweiltes Hirn wird sich Beschäftigung suchen. Entweder erleichtert es deine mentale Belastung mit dem Verarbeiten von noch nicht angerührten Gedanken oder es wird über Aktivitäten nachdenken, mit denen es sich und dich ansonsten beschäftigen kann. Dafür aktiviert es Motivation, um dich zur Produktivität zu bewegen. Langeweile gesellschaftlich als derart negativ abzustempeln, ist schlichtweg falsch, weil es mit nur 15 bis 30 Minuten am Tag der beste Weg ist, seinen Kopf neu zu starten und zu kalibrieren. Und es schadet auch nicht, sich einfach mal vom Thema Gaming zu distanzieren. Lies oder schreib ein Buch, unternimm was mit Freunden und Familie, mach Sport oder geh spazieren. So ein Tapetenwechsel, gerade fernab von jeglicher Elektronik, kann Wunder bewirken und deinen Wiedereinstieg ins Gaming richtig belebend wirken lassen. Vor allem, wenn du deine Lieblingsbuchse anhast und den Mund voll mit den schmackhaftesten Chips. Selbst wenn du dich für Dinge entscheidest, die getan werden müssen, wie zum Beispiel Haushalt, dann leg dir das Zocken für danach als Belohnung fest, was eine deutlich gesündere und positivere Beziehung zu dem Medium aufbaut. Mama hat nicht umsonst immer gesagt, du darfst erst spielen, wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast. Und nicht umsonst war es danach immer umso spaßiger. Es gibt zig Gründe, warum es so schwer für uns ist, in Videospiele hineinzufinden. Zu viel Auswahl oder zu viele schlechte Erfahrungen hintereinander. Das gewünschte Spiel ist gerade nicht verfügbar, vielleicht sogar ernstzunehmendere psychische Gründe. Der häufigste Grund ist aber wohl nach wie vor Burnout. Nein, nicht das. Könntest du aber ruhig auch mal wieder spielen, oder? Und eine gepflegte Pause einzulegen, kann dein Mindset wieder an Ort und Stelle zurechtrücken. Es ist schon witzig, wie es eine Zeit gab, in der man um die Ohren geschlagen bekommen hat, dass Videospiele die größte Zeitverschwendung überhaupt wären. Und wir heute scheinbar Tutorials brauchen, um uns überwinden zu können, sie zu spielen. Akzeptiere, dass es okay ist, wenn du das nächste Mal gar nicht zockst. Es ist nicht das Ende deiner Leidenschaft, es ist nur eine Pause. Und wenn du dann bereit bist, sind die Spiele immer noch da. Ich hoffe sehr, dass das Video dem einen oder anderen beim Wiederfinden seiner Gaming-Leidenschaft hilft. Wenn du auch noch Tipps oder eigene Erfahrungen im Petto hast, lass sie uns gerne in den Kommentaren da und schick das Video an einen Leidensgenossen. Die Leidenschaft für meine Leidensgenossen und Kanalmitglieder Miguel Retrojäger, Michael Robin, Pure German Entertainment, Nix Multi und Dom Omlin wird hingegen nie erlöschen. Vielen Dank für euren Lord-Support. Hier geht's weiter mit dem nächsten Video.